Ein SUV mit 5 Insassen ignorierte eine polizeiliche Anweisung und ergriff die Flucht. Der Unfall war so schwerwiegend, dass es ein Wunder war, dass die Insassen überlebten. Das Fahrzeug, das sich im dichten Verkehr mit 130 km pro Stunde bewegte und dabei Schlangenlinien fuhr, kollidierte mit einem anderen Fahrzeug und geriet außer Kontrolle. Das ins Schleudern geratene Fahrzeug prallte heftig gegen die Leitplanke an der Straßenkreuzung und überschlug sich. Die 5 Jugendlichen, die aus dem Fahrzeug geborgen wurden, wurden von der Polizei festgenommen. Angesichts ihres jungen Alters war es offensichtlich, dass auch ihre Familien von dieser Situation betroffen sein würden. Am Freitag, dem 8. Mai 2026, kam durch einen Hinweis Bewegung in die Straßen von Wisconsin. Polizeibeamte entdeckten ein gestohlenes Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde am Straßenrand angehalten. Ein Polizeibeamter richtete seine Waffe auf den Verdächtigen und forderte ihn auf, auszusteigen, doch dieser leitete eine Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit ein. Take them off the road, do it. Then my 1050. Tobago, 1050, County Road C and Clay Road. 153, 1050. My squad's out of commission. 153, 1050. My squad's out of commission. Roll over, send EMS. It's gonna be 1050. 50, my squad's out of commission. Roll over, send. Das Fahrzeug, dessen Fahrer die Kontrolle verlor, raste in ein Feld am Straßenrand. Dort versuchte das Fahrzeug lange Zeit, sich wieder auf die Straße zu begeben, doch gerade als es dies schaffen wollte, wurde es durch das rechtzeitige Eingreifen eines anderen Polizisten zum Überschlagen gebracht und außer Gefecht gesetzt. Der 25-jährige Fahrer und der 21-jährige Beifahrer wurden wegen Fahrens eines gestohlenen Fahrzeugs und Flucht vor der Polizei festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Ein schwarzer Dodge Charger fuhr aggressiv im Verkehr. Das erregte die Aufmerksamkeit der Polizei, die ihn mit einem Polizeihubschrauber verfolgte. Ein Polizeibeamter wollte das verdächtige Fahrzeug anhalten. Aber ratet mal, was dann passierte. Als der Fahrer den Polizisten bemerkte, gab er richtig Gas und beschleunigte auf bis zu 125 km pro Stunde. Um der Polizei zu entkommen, fuhr er über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn. Für kurze Zeit schien ihm das zu gelingen.
Der Fahrer, der eine Kreuzung mit viel Verkehr ohne zu bremsen überquerte, ließ allen das Herz in die Hose rutschen. Doch mit dieser Fahrweise schien es kaum möglich, noch länger zu entkommen. Ein Dodge Charger prallte gegen einen Pickup, der an einer roten Ampel wartete, und anschließend gegen einen Tesla. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Der Fahrer, dem es gelang, aus dem Fahrzeug zu steigen, versuchte zu fliehen, musste sich jedoch kurz darauf stellen. Warum neigen die meisten Fahrer von Dodge Charger und Dodge Challenger in den USA dazu, vor der Polizei zu fliehen? Im dichten Verkehr Floridas eskalierte eine Verfolgungsjagd, die mit einem Notruf begann, als sich ein weißer Transittransporter auf der Autobahn regelrecht in eine Waffe verwandelte. Der Fahrer bewegte sich gefährlich im Verkehr, woraufhin die Polizei eine Verfolgung aufnahm. Dank eines bei hoher Geschwindigkeit durchgeführten PIT-Manövers prallte der Minibus gegen die Leitplanken und erlitt schweren Schaden. Die Geschwindigkeit des Minibusses, der immer noch auf der Straße war, hatte sich verringert. Nachdem die Polizei das Fahrzeug in die Enge getrieben hatte, kam der Minibus zum Stillstand. Polizeikräfte und das K9-Team umzingelten das Fahrzeug. Als der Verdächtige, anstatt sich zu ergeben, seine Waffe zeigte, gingen die Polizisten in Deckung. Als der Verdächtige erkannte, dass es kein Entkommen gab, musste er sich ergeben. Als Streifenwagen in den Straßen von Derby, England, ein Fahrzeug mit verdächtigem Fahrverhalten anhalten wollten, gab der 33-jährige Benjamin Keane, statt aufzugeben, Vollgas. In den engen Gassen begann eine atemberaubende Verfolgungsjagd. Die gesamte Verfolgungsjagd wurde Sekunde für Sekunde auf Dashcam aufgezeichnet. Abbey Lane, heading back towards the main road. Speed currently 50. DRA is low, overtaking, stand by. Right, Westbank Avenue. Deviation still Westbank Avenue. Der Fahrer stand tatsächlich unter dem Einfluss einer verbotenen Substanz. Aufgrund der durch den Substanzkonsum verursachten Beeinträchtigung seines Urteilsvermögens fuhr er lange Zeit mit gefährlichen Manövern durch die engen Straßen der Stadt. Heading down towards Ashbourne Road. Redbourne Street and a left onto Haywood Street. Während er mit hoher Geschwindigkeit fuhr, bremste er abrupt und sorgte dafür, dass das Polizeifahrzeug mit ihm zusammenstieß.
Der Polizeibeamte, der einen kurzen Schock erlitt, setzte die Verfolgung fort. Yeah, I'm off again. My vehicle is severely damaged. Smashed him. Hospital tango over to Sierra 3 now. Pursuit. Vehicles continuing. Brackendale Avenue. Risk is low. It's the second at the roundabout. Speed 60. He's gone off-road. He's onto the grass on Woodford Road. He's going to rejoin the carriageway. Stand by for the road name. He's on Roehampton and he's back onto Woodford. He's gone all the way round, but he's continuing on Woodford. Marked vehicle ahead of me. Left. Got him. Benjamin Keane, der von einem entgegenkommenden Polizeifahrzeug auf frischer Tat ertappt wurde, fand vor Gericht nicht die erhoffte Gnade. Der Richter bezeichnete Keens absichtliches Bremsmanöver und das Fahren unter Drogeneinfluss als offenen Angriff auf die öffentliche Sicherheit und verurteilte ihn wegen gefährlichen Fahrens zu 16 Monaten Haft. Zudem wird die 2-monatige Haftstrafe, die er wegen Fahrens unter dem Einfluss verbotener Substanzen erhalten hat, zusammen mit dieser Strafe verbüßt. Ein Mercedes, der in einen Schusswechsel verwickelt war, wurde in der Nähe von Humboldt Park entdeckt. Anstatt anzuhalten, legte der Fahrer den Rückwärtsgang ein und löste damit eine Verfolgungsjagd aus, die ein tragisches Ende nahm. Westbound Chicago from home in 10-4. Northbound Armstrong. Currently stuck by a bus facing Chicago. Get in the fucking car! I'll fucking shoot you! Get out! 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 Get out of the fucking car! I'll kill you! I'll kill you! Get out of the car! What? Get in the car! Get in the car! Shots fired! Shots fired! Get one! Back to Holman in the alley. He's stuck. I'm in the alley going back to Holman, 10-4. Currently stuck by a bus facing Chicago. Get in the fucking car! I'll fucking shoot you! Get out! 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 Get out of the fucking car! I'll kill you! I'll kill you! Get out of the car! What? Get in the car! Get in the car! Get in the car! Shots fired! Shots fired! 10-1! 10-1! 10-1! I got it! Get in the fucking car! I'll fucking shoot you! Get out! 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 Get out of the fucking car! I'll kill you! I'll kill you! Get out of the car! What? He's ramming the cars! He's ramming the cars! Get one! Shots fired! Shots fired! Get out of the car! Get out of the car! Get out of the car! 10-1! 10-1! Move back! I see his head! What? He shoots you! Get out! 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 Get out of the fucking car! I'll kill you! I'll kill you! Get out of the car! What? He's ramming the cars! He's ramming the cars! Get one! Shots fired! Shots fired! Get out of the car! Get out of the car! Der Verdächtige, der versuchte, aus einer von einem Bus blockierten Straße zu entkommen, wurde von Polizisten umzingelt.
Der Verdächtige, der versuchte, mit seinem Fahrzeug wie ein Rambock zu fliehen, wurde durch Polizeischüsse verletzt und musste sich ergeben. Währenddessen erreichte die Spannung ihren Höhepunkt, während Anwohner „Nicht schießen" riefen. Die Familie des Verdächtigen und die Justizbehörden behaupteten, die Polizei habe unverhältnismäßige Gewalt angewendet, anstatt die Spannung zu entschärfen. Was denken Sie? Handelt die amerikanische Polizei richtig? Oder was sollte in einer solchen Situation getan werden? Die Florida Highway Patrol wollte einen schwarzen Cadillac anhalten, der auf dem Flussuferweg die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritt. Anstatt anzuhalten, gab die Fahrerin noch mehr Gas. Die Polizisten, die die Fahrerin nach einer langen Verfolgungsjagd, bei der sie die ganze Stadt auf den Kopf stellte, schließlich einholten, mussten ihr eine Plastiktüte über den Kopf stülpen. Warum hat die Polizei diese Maßnahme ergriffen, die wir zum ersten Mal sehen? Die Fahrerin fuhr absichtlich sehr nah an einigen Fahrzeugen vorbei. Sie hoffte, dass das andere Fahrzeug einen Unfall bauen würde und die Polizei die Verfolgung aufgeben würde. Niemand möchte eine Fahrerin auf den Straßen haben, der es egal ist, ob ein anderes Fahrzeug einen Unfall baut, nur damit sie selbst entkommen kann. Die Fahrerin, die den Polizisten eine obszöne Geste machte, zeigte erneut, was für eine problematische Person sie ist. Die Verfolgungsjagd hatte nun eine neue Dimension erreicht. Sie fuhr absichtlich von hinten auf einen Pickup auf und verursachte einen Schaden. Die Fahrerin war immer noch auf der Flucht.
Der Cadillac hatte erhebliche Schäden davongetragen. Diese Schäden würden sich bald auch auf den Motor auswirken. Die Fahrerin stellte nicht nur eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer dar, sondern fuhr auch auf eine Schulzone zu. Der Fahrer, der während der Verfolgungsjagd Geschwindigkeiten von über 130 Kilometer pro Stunde erreichte, begann, sich auch bei zunehmendem Verkehr mit Schlangenlinien vorwärts zu bewegen. Er griff die vor ihm wartenden Fahrzeuge ebenso an wie zuvor den Pickup und scheute sich nicht, dabei Schaden anzurichten. Hands up! Hands up! Hands up! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Hey! Put your hands up! Put your hands up! Yeah! Durch das rechtzeitige Eingreifen der Polizei wurde die Frau am Eingang eines Gebäudes eingeklemmt, wendete und rammte das Polizeifahrzeug. Doch für sie war die Fahrt nun zu Ende. Als Dase schließlich aus dem Fahrzeug geholt wurde, begann sie den Beamten anzuspucken, der sie festnahm. Daraufhin stülpte der Polizeibeamte der 21-Jährigen eine Plastiktüte über den Kopf und löste so das Spuckproblem. Daise, die wegen zweifacher schwerer Körperverletzung, Flucht vor der Polizei und Widerstand gegen die Staatsgewalt festgenommen wurde, steht nun vor einem umfangreichen Rechtsbeistands- und Strafverfahren.
Am Morgen des 17. Oktober 2022 meldeten Autofahrer auf einer Autobahn in Missouri ein Fahrzeug, das in falscher Richtung fuhr und andere Fahrzeuge von der Fahrbahn drängte. Die Erklärung der Fahrerin Krystal hatte alle überrascht. Sie gab Gas, um in ihrer eigenen Welt Seelen zu retten. Trying to stop 6 to 95. 85 miles an hour. 2017 GMC that required registration. Light traffic, you're still being maintained in the lane. No, I'm speaking about 13. Als die Staatspolizei Townsend das Fahrzeug ausmachte und die Sirenen einschaltete, erhöhte Courtright ihre Geschwindigkeit auf bis zu 212 Kilometer pro Stunde. Während dieser etwa 27 Kilometer langen Verfolgungsjagd ignorierte die Verdächtige die Standstreifen und fuhr in falscher Richtung weiter. Westbound 3.8 left lane. Better description, an American flag underneath the license plate, and you're also going to have a sticker that says auto class. So you're still fighting to bring us down. I don't think I'm able to make it to the 195. I'm going to try and stop 6 at the 193 crossover. Der Fahrer, der fast alle Fahrzeuge auf der Straße bedrängte, setzte seine Flucht fort. In seiner Aussage gegenüber der Polizei nach seiner Festnahme behauptete er, geflohen zu sein, um die Seelen der Kinder zu befreien, was im Rahmen des Strafverfahrens Diskussionen über seine geistige Gesundheit auslöste. Westbound 199 overbound. They're letting cars go around and not fixing the shoulder. We're taking the 195 exit, they just hit the exit sign, 1050. They're stopped on the exit right? Rolla 598, are you behind 1450? Die Verfolgungsjagd endete tragisch, als der Verdächtige an der Ausfahrt Nummer 195 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen eine riesige Autobahninformationsanzeige prallte. Durch den Aufprall entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug, der SUV wurde fahruntüchtig und die Flucht war beendet.
Courtright, der auf frischer Tat ertappt wurde, wurde wegen Fahrens unter Einfluss verbotener Substanzen und Widerstandes gegen die Festnahme ins Crawford County Gefängnis gebracht. Bis zum nächsten Video.